Agilität hat Organisationen verändert. Produktmanagement hat Prioritäten geschärft. Und jetzt kommt KI dazu und stellt Organisationen erneut vor viele Fragen. Willkommen zu Smart Data Stories. Mein heutiger Gast hat als Agile Coach, AI-Stratege und Produktmanager genau diese Transformation begleitet. Wir sprechen über die Parallelen, wie sich Datenkompetenz auf das Produktmanagement auswirkt und wie in Zeiten von KI Führung verändert werden muss. Willkommen, David. Schön, dass du da bist. Freut mich. Ja, mir freut es auch sehr. Danke für die Einladung und es wird sicher ein tolles Gespräch und ein toller Podcast. Ja, bin schon gespannt. Wir unterhalten uns heute über Agilität, Produktmanagement und AI-Strategien und wie da auch die Parallelen zwischen der Entwicklung sind. Und darum auch meine erste Frage, du hast ja auch schon agile Transformationen begleitet und jetzt eben AI-Entwicklungen. Was siehst du für Parallelen zwischen den beiden? Also prinzipiell spezialisiere ich mich oder bin ich spezialisiert auf Organisationsentwicklung und komme von der agilen und von der Managementseite her und habe aber auch Erfahrung eben als Scrum Master und als Product Owner zum Beispiel. Und aktuell entwickle ich ja gemeinsam mit Unternehmen so KI-Strategien und da gibt es natürlich einige Parallelen. Also die agile Welt, die ist auf Komplexität aufgebaut. Das heißt, ein agiles Projekt, das ist dann effizient und gut, wenn das Problem, was man lösen will, komplex ist. Das heißt, wenn es ein einfaches Problem ist, dann bringt Agilität oft nichts, weil dann hat man einen straightforward Ansatz, Best Practices, die man anwenden kann und dann ist das mit Sicherheit effizienter als jetzt ein agiles Projekt auszuprobieren. Ja, und da gibt es zum Beispiel Cynefin, heißt das. Ja, das ist ein irisches Wort. Und der Dave Snowden ist da der Erfinder oder der Autor, der das erste Mal vorgestellt hat, dieses Modell. Und das klassifiziert halt verschiedene Probleme in verschiedene Bereiche. Ja. Das heißt, es gibt einfache Probleme, die löst man einfach, indem dass man Best Practices anwendet. Dann gibt es komplexe Bereiche, zum Beispiel ein komplexeres Produkt, was man entwickelt. Ein Glas vielleicht ist sogar schon ein komplexes Produkt. Da nimmt man Good Practices und dann gibt es komplexe Produkte oder komplexe Bereiche. Und für diese Bereiche braucht man Agilität. Ja. Und jetzt ist es so in der KI-Welt, das ist total veränderbar. Ja. Also es ändert sich ständig irgendwas. Vor 2 Wochen war noch Anthropic vielleicht nur mit Claude das beste Modell. Heute ist es vielleicht Gemini von Google. Ja. Und gerade wenn es um KI-Strategie und um KI-Umsetzungsprojekte geht, dann sind das hochkomplexe Systeme und Probleme, die man lösen will, und aber auch sehr veränderbare. Das heißt, man weiß heute vielleicht noch nicht, was morgen sein wird. Ja. Und genau da treffen sich diese 2 Welten und vereinen sich zueinander und ergänzen sich recht gut. Das heißt, wenn es darum geht, Komplexität, Anpassung und Veränderbarkeit, auch Transparenz ist ein wichtiges Thema. Also in der Agilität ist ja zum Beispiel Transparenz eines der Kernwerte, die man haben sollte. Da ergänzt sich das recht gut, genau. Ja, und in unserer KI-Strategie zum Beispiel, die ich federführend entwickelt habe, geht es auch um Prinzipien. Ja. Und es gibt agile Prinzipien, das sind so 4 Kernprinzipien und die überschneiden sich sehr stark oder die werden ergänzt durch die KI-Strategie-Prinzipien, die wir haben. Also wir wollen zum Beispiel unabhängig von diesen Model Provider sein zum Beispiel. Wie bist du da dann vorgegangen, jetzt da mit deinem Hintergrundwissen über Agilität, über Scrum, über diese Prinzipien, die du schon kennst und die Erfahrung, die du gesammelt hast in auch komplexeren Projekten, wo du das angewendet hast. Wie bist du jetzt vorgegangen, um die AI-Strategie zu entwickeln? Hast du viel wiederverwenden können? Genau, also das eine Beispiel, was ich jetzt schon gesagt habe, das ist schon ein recht gutes Beispiel. Also ich habe die agilen Kernprinzipien genommen, Transparenz, Fairness und so weiter. Build your team around motivated
People ist ja Prinzipien zum Beispiel vom Agilen Manifest. Und genauso gehen wir auch vor. Das heißt, wenn es darum geht, dass man die KI-Strategie entwickelt, zum Beispiel, muss man viel mit verschiedensten Stakeholder in einer Organisation zusammenarbeiten. Von der Geschäftsführung bis hin zum Hardcore-Techniker, der vielleicht die Sachen umsetzt. Das ist zum Beispiel eines dieser Prinzipien, die wir verwendet haben. Oder Transparenz ist total wichtig. Und gemeinsam sich zusammenzusetzen, das Ding zu entwickeln und dann auch umzusetzen. Und vor allem die Umsetzung ist ja da zum Beispiel sehr, sehr relevant, weil es eben so viel ändert, so viel tut und da die ganz viel Freiwilligkeit passieren muss. Genau, das sind dann solche Prinzipien, die man berücksichtigt. Genau. Ja, Motivation ist sicher ein wichtiger Faktor und dass die ganzen Stakeholder auch mitmachen und das Ganze unterstützen. Gibt es Hindernisse, Stolpersteine, die dir bereits bekannt waren, wo du schon Erfahrungen gemacht hast, die jetzt auch wieder eintreffen, wenn du dich mit AI-Strategien beschäftigst? Also eins dieser Stolpersteine ist ja zum Beispiel, dass man nicht alle Informationen hat, um Sachen zu entscheiden zu können. Ja. Also deswegen ist halt auch das ein strategischer Aspekt von der KI-Strategie relevant. Ja, weil wenn man es alles planen könnte, dann wäre es ja ein KI-Umsetzungsplan, ja, aber das hat man nicht. Das heißt, einer dieser Stolpersteine ist, dass man viel zu sehr glaubt, dass man die Sachen kontrollieren und planen kann. Und das ist also das zu realisieren und einzusehen, dass das eben nicht so ist und da diese Flexibilität gleich von Anfang an einzuplanen, das ist total relevant. Ja. Und was zum Beispiel auch ein ganz relevanter Faktor ist, alles was mit KI zu tun hat, da spielen ganz viele Emotionen mit hinein. Ja. Das heißt, Leute haben vielleicht um einen Job Angst, ja, dass die KI das wegnimmt. Und ganz ehrlich, es ist auch sehr furchteinflößend, was alles möglich sein wird in Zukunft. Und da kann man jetzt den Kopf in den Sand stecken oder man kann das Ganze positiv angehen und versuchen mitzugestalten. Und ich bin halt eher auf dieser zweiten Seite und die Leute da abzuholen, ja, also ein kultureller Change, ja, also dieses ganze Kulturmanagement, dieses ganze respektvolle Umgang miteinander, das sind zwar Parallelen, die man quasi in der agilen Welt hat, aber auch eben in solche Projekte hat und was total relevant ist. Genau, also gerade Richtung das, also es wird KI-Strategie und Umsetzung der KI-Strategie, das wird sehr oft, und das ist das Learning daraus, ja, das wird sehr oft als ein technisches Projekt gesehen. Ja. Und das ist aber eine komplette Fehleinschätzung. Also ich habe zum Beispiel da ein sehr gutes Buch, was ich empfehlen kann, das ist Humanizing AI Strategy von den Autor, jetzt kommt nicht, das kann man sicher nachreichen, aber und der Autor, der unterstreicht es halt ganz, ganz konkret. Ja. Also es geht nicht um die technische Lösung. Die technische Lösung ist meistens machbar, ja, sondern es geht darum, die Leute mitzunehmen, die Transparenz zu bieten und da diesen kulturellen Change, ja, also ich komme ganz stark aus dem Change Management, den kulturellen Change auch mitzunehmen. Ja. Was heißt das? Es betrifft die Aufbauorganisation, es betrifft die Ablauforganisation, es betrifft die Rollen, die wir haben. Ja. Es betrifft die ganzen Systeme, die wir vielleicht baut haben. Und bei Systemen meine ich jetzt nicht die technischen Systeme, klar, die betrifft es auch alle, sondern auch die menschlichen Systeme. Ja. Das ist alles in Bewegung und im Fluss und es sind riesen Herausforderungen und deswegen, wenn man eine KI-Strategie plant und umsetzt, ist das eigentlich zum großen Teil Change Management und ein Change Management Projekt sozusagen. Und Change Management Projekte, da geht es um Kultur, da geht es um Gefühle auch von den Leuten. Das kann man nicht planen, sondern das muss man agil angehen. Und da darf man nicht die Augen verschließen, dass das die großen Challenges sind. Ja, die Menschen müssen, du sagst das ja, Ängste, Motivation muss da sein, der Wille auch. Und das ist, wir sind alle ein bisschen Gewohnheitstiere und wenn wir uns nicht ändern wollen, dann werden wir uns nicht verändern. Und das gerade durch diese Schnelllebigkeit kann es natürlich zu Überforderung kommen und die Menschen müssen begleitet werden auf diesem Genau. diesem Und es ist ja nicht nur so, dass es vielleicht eine Überforderung ist von den Leuten und dass deswegen nicht mitkommen, sondern eines der Probleme ist ja, dass man vielleicht sogar Leute, die bewusst dagegen arbeiten. Ja.
Ob sie es jetzt komplett bewusst machen oder nur zur Hälfte bewusst, ist wieder ein Unterschied. Aber aus dem Change Management kennt man das so Promotoren und Detraktoren. Ja? Und man geht davon aus im Change Management, dass man circa 20% Promotoren hat. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ja? Build your team around motivated people. Und dann gibt's aber die Detraktoren. Und ein guter AI-Strategist, ja, der das dann umsetzt, oder ein guter Business Developer, der holt beide Gruppen ab und bringt die ins Boot. Ja, weil man muss die Detraktoren muss man auch mitnehmen oder muss man vielleicht sogar nur mehr mitnehmen, weil die halt dann wirklich aktiv dagegen arbeiten, während die Promotoren nicht total motiviert sind und mitmachen. Und denen muss man natürlich auch Pulver geben, ja, damit die auch ins Tun kommen und besser vorankommen. Und die breite Masse gibt es ja da dazwischen. Und je nachdem, von welcher Gruppe das man da redet, muss man andere Maßnahmen setzen und muss man die anders mitnehmen.